So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute gibt es nochmal ein Tool von Minitool, das ist gesponsert von Minitool. Und das werden wir uns heute mal anschauen. Und da geht es um das Wiederherstellen von gelöschten Dateien. Wir alle kennen das, wir haben einen USB-Stick, den hat man mal irgendwie verliehen und dann kriegt man zurück und die Daten sind weg. Man kriegt das auf einer Festplatte aus, sie sind mal gelöscht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man einfach Daten verliert. Und es gibt auch viel zu beachten, wenn man diese Dateien denn wiederherstellen möchte. Wenn man sie wiederherstellen möchte, braucht man natürlich ein Data Recovery Tool, also ein Programm, das uns Dateien wiederherstellt auf einer SSD-Karte oder einem USB-Laufwerk zum Beispiel oder auf der lokalen Festplatte natürlich. Das muss nicht unbedingt Bilder beinhalten, das kann auch Word-Dokumente beinhalten oder andere Dateien, Videos zum Bleistift. Ist auch eine Variante, kann man auch immer wieder mal drüber stolpern, dass man eine große Videodatei einfach gelöscht hat, ohne drüber nachzudenken. Oder man hat ein Tool verwendet, was dann sagt, hier haben Sie eine große Videodatei, löschen Sie die mal bitte. Das kennen wir alle, das macht man dann natürlich, weil wir wollen ja den Plattenplatz haben, weil wir den brauchen, weil die Platte wahrscheinlich voll ist. Und dann haben wir schon etwas gelöscht, was wir nicht gelöscht haben wollten. Zu beachten geht es allerdings, wenn ich eine Datei wiederherstellen möchte, habe ich das Problem, dass so wenig wie möglich oder am besten gar nichts auf dem Datenträger geschrieben wurde an Dateien, wo sich die gelöschte Datei befindet. Denn Fazit ist es nun mal so, wenn ihr eine Datei löscht, wird sie aus dem Inhaltsverzeichnis der Festplatte gelöscht, nicht aber von der Festplatte. Das heißt, wenn man jetzt diesen Eintrag in der Indexdatei der Festplatte wiederherstellt, habe ich meine Datei wieder. Wenn ich jetzt allerdings Daten auf diese Festplatte schreibe, kann es passieren, oder ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Daten in dem Bereich dieser Datei geschrieben wird und damit ist das Wiederherstellen dieser Datei hinfällig oder unmöglich. Hängt damit zusammen, dass der Indexeintrag natürlich wiederhergestellt wird, wenn das ohne Fehlermeldung überhaupt funktioniert. Manchmal kommt es vor, dass die Datei wiederhergestellt wird und dann habe ich da eben Daten von anderen Dateien drin. Das heißt, damit ist die Datei unbrauchbar. Das heißt, solltet ihr gelöschte Daten auf einem Datenträger haben, auf einer Festplatte, den PC ausschalten, warten bis einer da ist, der es macht, oder ihr macht das selber mit dem Data Recovery. Auf der Festplatte ist es natürlich um einiges komplizierter, wenn ich ein laufendes Betriebssystem habe, das ständig Daten liest und schreibt. Einfach ist es dann natürlich auf SD-Karten oder einen USB-Stick zum Beispiel, wo ich eben kontrollieren kann, ob jemand drauf schreibt oder etwas drauf schreibt oder nicht. Wir schauen uns heute Minitool Power Data Recovery an. Das ist ein sehr tolles Programm, das geht sehr gut und hat auch ein ganz tolles Future und darauf kommen wir dann zum Schluss zu sprechen. So, wir machen die Testversion für Windows. Wir arbeiten hier wieder auf meiner Lieblings-VM-Maschine, die ich zum Testen auch wieder immer gerne hernehme. Habe auch da schon entsprechend was für uns vorbereitet. Das ist unsere Datei von heute, die rufen wir mal auf. Richten wir das Programm ein, machen einen kurzen Setup dazu, dass ihr das auch gesehen habt. Will euch ja schließlich eine anständige Anleitung mit an die Hand geben und nicht nur so eine halbe Sache. Aber jetzt installieren. Die Datenschutzbestimmungen habt ihr natürlich gelesen, ist klar. Installieren wir das Ganze. Das kommt jetzt auch nochmal ein toller Hinweis auch dazu. Achtung, installieren Sie die Software niemals auf dem Laufwerk, das verloren gegangene Daten enthält. Dies kann zum Überschreiben und unwiederbringlichen Datenverlust führen. Machen wir Nein. Dann haben wir jetzt das Problem, wir sind wieder hier. Dann haben wir aber ein ganz schönes Feld hier unten, Benutzer definiert. So, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte das auf Laufwerk deinstallieren. Kann auch im Zweifelsfall einen USB-Stick dafür hernehmen. Es ist also jetzt nicht so, dass ihr das unbedingt auf C installieren müsst. Das war das, wie gesagt, wenn ihr ein laufendes Betriebssystem habt und die Daten auf der Festplatte liegen, ist es natürlich ein bisschen ein Problem. Also solltet ihr jetzt dann auf eine Festplatte D oder ansonsten nehmt ihr einfach einen USB-Stick und gebt diesen USB-Stick dann an. So, ich mache das jetzt mal hier mit C von Firma Ford. Jetzt werden noch einige Dateien heruntergeladen. Bis jetzt hatten wir ja nur die Setup-Version. Gut, das Setup habe ich jetzt mal rausgeschmissen, das Download und Einrichten. Und wir sind jetzt auf der Seite hier. Danke für die Installation von Minitool Data Power Recovery.
Dann gehen wir nochmal auf unser Installationsfenster. Da können wir jetzt sagen, direkt jetzt starten. Und schon sind wir eigentlich drinnen in der Software und können jetzt damit arbeiten. Ich habe euch jetzt natürlich da bezüglich schon mal was vorbereitet, dass wir auch was zu sehen haben. Gut, wir gehen jetzt noch ganz kurz auf Dokumente und löschen jetzt einfach mal hier ein paar Dateien runter. Da habe ich zum Beispiel hier für den Wolfgang von seinem alten iPad ein paar Fotos runtergezogen. Das ist ein uralt Ding gewesen. Ja, löschen wir jetzt mal. Und dann löschen wir hier noch einen Ordner. Dann machen wir das mal wieder zu. Dann leeren wir noch ganz kurz unseren Papierkorb aus. Wenn ihr aber wirklich seht, hier wird nicht geschummelt. So, hier habe ich natürlich jetzt mal eine kleine Vorauswahl, was ich denn alles von einem spezifischen Standort aus mal wieder durchgehen kann. Ich kann hier Ordner auswählen, ich kann manuell laden. Also wenn ich jetzt gespeichert habe, kommt dann später noch, ich kann also Wiederherstellungsoptionen speichern und die dann später wieder aufrufen. Dann kann ich einen Desktop durchsuchen, Papierkorb und ausgewählt. Ja. Die Festplatten, die Geräte gehen wir jetzt eigentlich mal nicht an, die sind aber trotzdem da. Ihr seht, ich habe hier eine etwas komische Aufstellung, das hängt an der virtuellen Maschine, da einfach nicht stören lassen. Gehen wir hier mal auf Durchsuchen. So, dann Dokumente. Lassen wir die ganzen Ordnerdokumente mal durchlaufen. Das dauert jetzt einen Moment, er wird jetzt das durchsuchen. Wenn ihr natürlich eine größere Verzeichnisstruktur durchsucht, dauert es natürlich länger. Wenn ihr eine ganze Festplatte durchsucht, dauert es natürlich Ewigkeiten. Also es ist immer ganz gut, wenn man weiß, wo war denn das gespeichert, und dann kann ich da viel gezielter vorgehen und mir die Daten entsprechend vorselektieren. Hier unten sehe ich jetzt halt, es wird berechnet. Das müssen wir jetzt kurz abwarten. Dann entführe ich euch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist die Firma Minitool. Wir haben hier bei Minitools Datenträgerverwaltung, Datenpflege, Videobearbeitung, Windows-Tipps aus einer Hand. Hier habt ihr einen sehr guten Softwarehersteller, der wirklich sehr viele Tools auf dem Markt hat, die ihr überwiegend auch kostenfrei verwenden könnt. Da haben wir hier zum Beispiel Minitool Partition Wizard zum Verwalten und Pflegen eurer Festplatte und Partitionen. Dann gibt es hier die heißen Themen, welche Fehler sind aktuell und wie kann man sie beheben. Dann haben wir Power Data Recovery, wenn ihr Dateien auf eurer Festplatte oder USB-Sticks gelöscht habt. Den Minitool Shadow Maker zum Sichern eurer Windows-Partitionen und natürlich auch dann vereinfachte Wiederherstellungsoptionen. Dann gibt es ja noch Video-Tools, Movie Maker, den Videokonverter. Dann haben wir auch PDF, Minitool PDF-Editor. Also wirklich hier mal umschauen, hier findet ihr wirklich sehr viel. Und die Seite kann ich euch wärmstens empfehlen. Da werdet ihr wirklich sehr gut geholfen und findet für das meiste, was ihr an Problemen habt, hier auch eine Lösung. Okay, unser Scan ist abgeschlossen und wir sehen jetzt hier gelöschte Dateien und verlorene Dateien. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Verlorene Dateien sind die Dateien, wo Windows schon drüber geschrieben hat, die also nicht wiederherstellbar sind. Können wir auch gerne mal reinschauen, ihr werdet ein Auge kriegen, was es denn da alles für Verzeichnisse und so ein Zeug gibt. Ja, das ist ganz lustig, da kann aber Minitools jetzt nichts dafür, das ist Microsoft. Wer in den Tiefen der Festplatte die Windows für euch angelegt hat, versteckt sich so einiges. Dann haben wir hier gelöschte Dateien. Das ist das, was wir brauchen, was uns interessiert und was wir auch wiederherstellen können. Wir können auch nach Typ gehen. Dann würde er uns sagen, welche Dateitypen das er uns wiederherstellen kann, was er gefunden hat. Wir bleiben jetzt aber in dem Sinne mal bei Pfad, weil ich euch das da zeigen möchte. Ich klappe das hier mal auf. So, dann haben wir hier wieder verlorene Dateien, da gibt es wieder was nicht wiederherstellbar. Und wir haben Wolfgang Fotos, das ist der Ordner mit dem iPad, da wo ich die Dateien gelöscht habe. Den mache ich auch mal auf. Dann habe ich jetzt mit X gekennzeichnet, hier ist ein gelöschter Ordner. Ja, da sind diese Dateien drin.
Da sage ich jetzt mal, gut, das möchte ich wiederherstellen. Dann habe ich hier noch einen zweiten Ordner. Da habe ich bloß eine Datei vorhin rausgelöscht, wenn ihr gut aufgepasst habt. Das ist diese, die möchte ich auch wiederherstellen. Dann klicken wir unten auf Speichern. Gut, dann bekommen wir jetzt dieses Fenster. Das ist eigentlich auch selbsterklärend, wenn du beachtest, was hier steht. Es wird empfohlen, die wiederhergestellte Datei auf einem anderen Laufwerk zu speichern, sonst könnte sie überschrieben werden. Sagt uns einfach ganz definitiv, das was wir jetzt gerade schon mehrfach auch erwähnt haben, wenn ich auf die Festplatte schreibe, bevor ich die Datei wiederhergestellt habe, werden eventuell andere Daten in diese Datei geschrieben und sie ist nicht mehr verwendbar. Jetzt gucke ich gerade hier, nein, Desktop wird dann nicht angegeben. Gehe ich jetzt hier mal auf Desktop und sage OK. So, da ist unser Ordner gelöschte Dateien auch wieder hergestellt. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. So, da haben wir Wolfgang, Fotos, iPad. Derselbe Ordner, ich muss auch keine Eingaben machen, keinen Dateinamen, keine Buchstaben austauschen oder sonst irgendwas, wie das früher mal so der Fall war, wer das noch weiß. Da musst du dann immer den ersten Buchstaben der Datei angeben. War auch immer ganz lustig. Machen wir den Ordner hier nochmal auf. Und ich sehe, ich habe den ganzen Ordner hier mit diesen Fotos wieder da. Wie sich das gehört, so wollten wir das ja auch haben. Dann mache ich mal den zweiten Ordner auf. Hier dürfte jetzt natürlich nur eine Datei drin sein, gelöscht hatten. Das ist auch korrekt. Du siehst also, super Sache hier, das läuft wirklich gut. Also es ist mit einer der besten Tools, die ich kenne, um gelöschte Dateien wiederherzustellen. Dann haben wir hier noch folgenden Hinweis. Die Wiederherstellung ist abgeschlossen, 6 Dateien in 20,5 MB. Und in der nicht registrierten Version, also ohne Abo, haben wir jetzt hier noch 1003 Megabyte frei wiederherstellbar. Du kannst auch jetzt schon auf das Abo-Modell upgraden. Das kannst du aufrufen. Wenn du hier oben diesen Schlüssel klickst, kommst du auch direkt dahin. Ja, da kommen wir also direkt zu den Abo-Modellen für die monatliche Nutzung und so weiter. Dann dieses CD-Zeichen ist ein ganz nettes Feature, das zeige ich euch dann nachher gleich noch. Da kannst du ein USB-Bootstick erstellen und damit an einen anderen Rechner drangehen. Das heißt, du hast damit den Vorteil, dass du natürlich nicht das Windows starten musst, auf dem diese gelöschten Dateien ja liegen, wo wir ja nicht draufschreiben sollen, weil wir die Dateien sonst beschädigen, sondern wir können den dann mit einem Stick starten. Das heißt, wir booten ein System von einem Stick und können damit auf die Windows-Partition zugreifen, ohne sie zu verändern. Das zeige ich euch dann, wie gesagt, noch. Das ist nämlich dann jetzt die Kaufversion. Da müsst ihr dann wirklich einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, das kaufe ich. Aber wie gesagt, Minitool ist es alleweil wert und es ist gute Software. Ihr wisst, was ihr kriegt. Und das Zeug funktioniert auch. Hier kommt direkt zum Support, wenn man den Kopfhörer drückt. Und dann könnten wir hier noch mehr anzeigen lassen. Da können wir uns das Ganze nochmal übersetzen, Datensicherung und so weiter. Können noch kleine Einstellungen machen. So, bevor wir zum Ende kommen und zum letzten Teil, gehen wir ganz kurz hier nochmal die Menüs durch. Das ist unser Übersichtmenü, das ist so korrekt. Da können wir jetzt nochmal in den einzelnen Ordner gehen. Wir können auch hier unten Ordner auswählen machen, es bleibt sich wie gesprungen. Also das seht ihr auch gleich nochmal im Boot-Teil, da kommen wir dann noch gleich drauf. Dann haben wir hier Dienstprogramme weiterführende, Power Data Recovery bootfähig. Den müsstet ihr, wenn ihr das, was jetzt dann als nächstes kommt, verwenden wollt, also mit einem USB-Stick starten, um ein Windows zu reparieren zum Beispiel, euch noch besorgen müsst. Und dann gibt es noch ganz neu den Minitool System Booster. Zu dem kommen wir aber auch in einem anderen Video. Dann haben wir hier noch Scanner-Einstellungen, da können wir auch noch ein bisschen rumdrehen. Wir können sagen, welche Dateiformate durchsucht werden sollen, also Festplatten, Laufwerksformate. FAT12, das ist ziemlich alt. FAT1632, das ist eigentlich so ein aktuelles Format. Dann Extended FAT, dann das gute alte NTFS und das HFS Plus. Gut, dann können wir sagen, wir wollen Dokumente suchen, wir wollen Bilder suchen. Ich kann das Ganze jetzt beschleunigen, ich sage, E-Mails brauche ich nicht zum Beispiel.
Da kann ich also noch kurz Einstellungen vornehmen. Das Ganze dann auch hier unten mit OK bestätigen. So, im letzten Schritt schauen wir uns jetzt den interessantesten Teil auch an. Also mit einer der interessantesten Teilen, der wirklich viel ausrichten kann. Sehr mächtiges Werkzeug. Wir erstellen uns einen Bootstick USB. Man kann sich auch eine ISO-Datei erstellen lassen und die dann unter Ventoy starten, zum Beispiel, wenn man eine Schrauberfestplatte hat, so wie ich eine rumschreibe mit mir, wo man mehrere Systeme drauf hat, die man booten kann, Windows, Linux und so weiter. Verlinke ich euch nochmal in meinem Blogartikel. Ist auch sehr interessant. Genau, mit diesem Stick könnt ihr euer System booten und könnt, ohne die Windows-Platte zu beschreiben oder zu verändern, die Dateien wiederherstellen, wenn euch das passiert ist, dass irgendein Wiederherstellung oder Cleanup-Tool da auf eurer Festplatte irgendwas versaut hat. Da kommt ihr mit dem Data Power Recovery Programm wirklich gut dran und ihr könnt die Dateien dann auch in der Regel wiederherstellen. Das Ganze ist jetzt hier eigentlich recht einfach. Wie gesagt, ihr müsst euch das hier in der registrierten Version erst noch installieren. Dann könnt ihr hier auswählen eine ISO-Datei, einen USB-Stick. Ich mache jetzt in dem Fall mal USB-Stick, dass ihr das auch seht. Hier wird nicht geschummelt, könnt ihr auch gleich sehen, ich habe schon einen Stick vorbereitet, nicht wahr? Das ist hier ScanDisk, der ist leer, da ist gar nichts drauf. Soll man erstellen? Ja. Und jetzt geht's los, jetzt wird der Stick erstellt. So, Goodie, unser Stick ist erstellt und wir können weitermachen. So, schauen wir uns noch ganz kurz den Stick an. Der heißt jetzt auch Minitool, das sehen wir hier schon. Wenn wir das jetzt mal anklicken, dann haben wir da auch alles drauf, was wir brauchen. Wir haben unseren Bootbereich, unser EFI, die Sourcen und alles, was wir brauchen. Dieser Stick ist bootfähig, ich habe es auch ausprobiert und wie gesagt, ihr werdet es jetzt dann sehen. Okay, der nächste Teil ist jetzt wohl ein bisschen unscharf. In diesem Teil muss ich euch leider den Bildschirm abfilmen. Wir booten den PC von USB-Stick und starten jetzt damit eine Umgebung, mit der wir auf ein Windows zugreifen können und da an Systemdateien wiederherstellen können, beziehungsweise andere wichtige Dateien, die man vor Windows eventuell gelöscht hat. CC Cleaner ist da zum Beispiel ein Kandidat, der sowas ganz gerne macht. Da kann man die Dateien auch wiederherstellen. Da ist allerdings wichtig, dass man dann wirklich auch diese Boot-Version von USB-Stick verwendet. Man kann sich dann natürlich auch ein ISO ziehen. Das Ganze mit Ventoy hochfahren, das ist Geschmackssache. So, hier sagt uns, dass der Bildschirm eingestellt wird. Das wird er anscheinend nicht. Macht nichts. Aber wir sehen hier, wir sind bereits drin. Die Oberfläche ähnelt genau dem, was ihr auch schon jetzt unter Windows gesehen habt. Er baut es jetzt hier momentan noch auf. Das seht ihr hier unten links. Hier wird gescannt. Der liest jetzt gerade die Dateien noch ein. Das sind fragwürdige Dateien zum Beispiel, da kann man nicht sagen, ob die wieder gehen oder nicht. X, das sind gelöschte Dateien, die würden wohl wieder gehen. Was anderes haben wir noch nicht gefunden. Und dann könnten wir hier auch sagen, das möchten wir wiederherstellen und das Ganze dann speichern. So kommt ihr sicher an eure Dateien dran, wenn ihr aus dem Windows-System was vermisst oder da irgendwas geschrottet habt. Alles kein Problem. Das geht hier auch mit dem Minitool Data Recovery wirklich problemlos.